Hallo, ich habe gestern auf Instagram gefragt, ob ihr wieder gerne ein Haul-Video von mir sehen wollt. Und viele von euch haben dafür gestimmt, also gibt es heute wieder ein Haul-Video von mir. Ich fange mal mit der Sache an, die ich euch auf Instagram schon gezeigt habe. Und zwar ist das diese Lederjacke von Zara. Und diese hier ist aus Schafsleder und hatte einfach die perfekte Form. Zara hat ja vor ein paar Jahren mal so eine ganz coole Lederjacke rausgebracht, die auch die perfekte Form hat. Die fand ich auch richtig gut, habe sie aber irgendwie verpasst, dann war sie komplett ausverkauft und im Internet habe ich nie genau die gefunden. Und dann hat Zara ja immer mal wieder andere Lederjacken rausgebracht, aber da war immer irgendein Detail, was nicht so gepasst hat. Die Schultern waren irgendwie zu markant oder die Reißverschlüsse oder es hat zu sehr geglänzt. Irgendwas war da immer. Aber diese hier hat mir von Anfang an zu 100% gefallen. Also vorne sieht sie super aus, hat nicht zu viel Zeug oder Reißverschlüsse oder Nieten oder irgendwas. Der Kragen ist halt so ganz klassisch Bikerjackenmäßig. Und bei den Schultern ist jetzt auch kein Schulterpolster oder eine markante Ecke oder so. Und hinten sieht sie auch ganz schlicht aus. Ist ein bisschen enger geschnitten an den Seiten und von der Länge her passt sie auch ganz gut. Ich habe die jetzt in XS gekauft, habe aber geschwankt, ob ich XS oder S nehme und habe mich dann für XS entschieden, weil es an den Ärmeln noch ein bisschen enger war oder ist und ich das gut so hochkrempeln kann, ohne dass es wieder runterrutscht. Und die hatte ich gestern das allererste Mal richtig draußen an und habe mir dann echt gedacht, das war ein richtig guter Kauf. Bin richtig zufrieden mit der Form und eine Lederjacke ist auch irgendwie so ein Basic im Kleiderschrank. Das kann man sehr gut zu vielen verschiedenen Sachen kombinieren. Und ich hatte vorher eine gewachste Jacke, also keine richtige Lederjacke. Die war von der Form her schon perfekt, aber es hat einfach immer diese Lederoptik gefehlt. Und deswegen war ich noch auf der Suche nach der perfekten Lederjacke und habe sie mit dieser wohl gefunden, würde ich meinen, und bin super, super zufrieden. Als nächstes habe ich wieder eine Jacke oder eher eine Mischung aus Jacke, Mantel und Cardigan. Und den habe ich bei einer anderen Bloggerin gesehen, bei Antonia von Amaze. Sie hatte den Cardigan in einem Outfit-Post an und da dachte ich mir schon so, der Mantel oder der Cardigan sieht super cool aus. Und den habe ich dann letzte Woche im Laden gesehen und auch anprobiert und mich quasi auf den ersten Blick verliebt. Und ich zeige euch mal, wie der Cardigan aussieht. Und zwar ist das dieser hier. Der Stoff ist Baumwolle, daher ist er eher ein Cardigan, aber vom Schnitt her ist er wie ein Mantel, so ein Egg-Shape-Mantel, also so engere Ärmel, aber dann eher so breiter hier um die Achsel rum und auch hier bis nach unten hin. Und hier hat er auch so einen leicht angedeuteten Kragen und einen Knopf vorne. Und ich finde die Form einfach super, super cool. Und ich habe ja so einen beige Mantel von ASOS, den hatte ich auch sehr, sehr oft an. Der ist nämlich ganz ähnlich geformt. Und deswegen dachte ich jetzt hier mit der dunkleren Variante, dass ich da einfach nichts falsch machen kann und den genauso gut und oft tragen werde. Und dunkelblau ist ja auch so eine coole Farbe, finde ich. Die passt auch zu allen, finde ich, gerade zu komplett schwarz oder weiß oder ganz egal eigentlich. Und deswegen musste ich die Jacke auf jeden Fall nachkaufen, der Antonia. Also ich gebe dir ein bisschen Schuld, aber ich bin ja glücklich damit. Das letzte Kleidungsstück aus meinem Haul werden womöglich die wenigsten nachvollziehen können, denn es ist eigentlich einfach nur ein Pullover. Und zwar dieser hier, und das ist ein Pullover von Woodwood und deswegen ein bisschen teurer. Aber ich fand das ganze Design super cool, also es ist eigentlich sehr schlicht grau meliert. Und dann hat es aber das Logo vorne, was aus diesem super coolen Stoff ist, also so plüschig, frotti-mäßig. Und einfach, ich finde die Kombination von verschiedenen Stoffen oder Strukturen immer ganz toll. Und ich bin auch so ein Pulli-Mensch, also wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll, dann würde ich am liebsten einfach eine ganz enge Jeans anziehen oder Hose und dann einfach einen Pulli drüber, in dem ich mich wohlfühle. Und das ist einfach so ein idealer Kandidat, weil der nicht zu langweilig ist, also es ist nicht nur einfarbig, aber auch nicht zu auffällig. Also es ist ja eine relativ schlichte Farbe oder Farbkombination. Das heißt, es geht einfach zu jeden Gefühlslagen, sage ich mal. Und deswegen so vielleicht mein neuer Go-To-Pullover, wenn ich halt echt nicht weiß, was ich anziehen soll. Und die Form finde ich auch super süß. Also es ist ein bisschen weiter geschnitten, so A-förmig fast schon. Und hier an den Wänden oder Saumrändern ist das so ein bisschen so, als wäre das abgeschnitten und so ein bisschen eingerollt. Finde ich auch ganz süß. Also es sind ein paar kleine Details da, die diesen Pulli ein bisschen besonderer machen. Und er ist einfach super weich und wie gesagt, Pulli-Mensch, also super was für mich. Und nun komme ich zum letzten Teil von meinem Einkauf und vielleicht hat der ein oder andere es schon in dem Video entdecken können. Und zwar ist das dieses roségoldene Armband und das ist von Mike Kors, das
Buckle Bangle, würde ich sagen, heißt es. Also es sieht aus wie ein Gürtel mit so Nieten dran und es ist wie gesagt Roségold, das heißt es passt gut zu der Armbanduhr, die ich sonst immer trage. Und ich glaube, dass ich auch weiterhin in der roségoldenen Sparte bleiben werde, auch ringmäßig oder wenn ich mir irgendwann eine Kette zulege, die ich einfach immer tragen kann. Dieses Armband habe ich außerdem bei Magdalena, einer anderen Bloggerin, immer mal wieder gesehen. Wie ihr seht, ich lasse mich gerne auch mal von anderen Bloggern inspirieren. Und an ihr sah das einfach an jedem Outfit immer cool aus. Und da kam ich jetzt einfach nicht mehr dran vorbei, das nachzukaufen, weil ich glaube, dass es auch zu vielen Outfits von mir passen wird. Und wie gesagt, es ist aus Edelstahl, daher wird es hoffentlich lange halten. Und ja, und was noch? So, das war es jetzt mit meinem Einkauf. Hat ja auch langsam gereicht. Schreibt mir doch in den Kommentaren, was ihr so für ein Schmuckträger seid. Also ob ihr auch eher auf Roségold steht oder lieber Silber oder Gold trägt. Würde mich jetzt irgendwie interessieren. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!